Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FotoTV Tech. Ihr wisst ja, dass wir euch speziell seit diesem Jahr Themen an die Hand geben wollen, die in Richtung Printing gehen, weil ich selber sehr stark davon überzeugt bin, dass ein Foto erst gedruckt oder in Form eines Fotobooks ein wirkliches Foto ist. Und dieses Thema wollen wir heute ein bisschen fortführen aus dem letzten Live-Set. Dazu habe ich einen Studiogast da, Peter Hüttreck von DINAX. Hallo. Und ihr erinnert euch vielleicht an das Live-Set, dass die Einstellungen, die man am Rechner machen muss, um zu drucken, dort fast ein ganzes Kapitel in Anspruch genommen haben, weil man doch eine Menge einstellen kann und letztlich auch muss, um nachher Fine Art Printing, also einen sehr hochwertigen Druck zu machen. Und diese Einstellungen sind sehr vielfältig, Peter, ne? Ich glaube, man kann da an 4, 5 Stellen, glaube ich, Einstellungen machen, die alle mit Druck zu tun haben. Mindestens. Und dabei kann man ganz schön viel falsch machen. Genau. Falsch machen kann man nichts mehr, weil das haben wir den Leuten ja alles gezeigt. Trotzdem, die Routine zeigt eben, dass immer im Detail die Schwierigkeit liegt und auch wenn man es häufig macht, passieren einfach Flüchtigkeitsschwäder, die dann im Endeffekt, wenn man mal auf ein A3 Plus Blatt ausgibt von Hahnemühle oder von Canson, ganz schnell auch mal 6, 7 Euro kosten. Und das Ergebnis sieht man erst, wenn das Ding aus dem Drucker rauskommt. Also in vielen Fällen hat man ja beim Druckertreiber gar keine Kontrolle, zum Beispiel, wie sehen die Farben nachher aus. Genau. Wir haben euch gezeigt, wie man diese Einstellungen alle machen kann. Ich selber drucke ja auch und habe die Erfahrung, dass ich nicht so regelmäßig jeden Tag drucke. Und wenn ich dann nach 5, 6 Wochen wieder rangehe und überlege, wo muss ich jetzt welche Einstellung machen, dann muss ich auf einen Spickzettel gucken. Oder ich wechsle auch mal das Papier und dann fängt man an all diesen Stellen wieder zu drehen. Mhm. Und Peter habe ich eingeladen, weil die Firma DINAX, für die du arbeitest, oder gehört sie dir eigentlich? Ja. Sie gehört ihm. Ja, okay. Also, ihr seht, wir holen nur die wirklich wichtigen Leute hierher. Ihr habt eine Lösung entwickelt, die alle diese Einstellungen an den vielen verschiedenen Orten an einer Stelle zusammen bündelt und auch weitestgehend automatisiert, kann man, glaube ich, sagen. Wie seid ihr darauf gekommen? Also es ist relativ simpel. Die Firma ist vor 21 Jahren gegründet worden und wir haben uns DINAX, DIN A4, DIN A3, DIN AX, mathematisch und endlich, immer schon mit der Frage auseinandergesetzt, wie kriegt man Drucker am besten auf einem Drucker raus, vor allen Dingen auch im großformatigen Bereich. Und wir haben eben, nachdem wir auch einen Dienstleistungsbereich haben, wo wir für Museen und für hochwertige Künstler selbst Drucker erzeugen, immer wieder mit diesen Druckern zu tun gehabt und haben uns überlegt, dass die Lösungen, die auf dem Markt sind, eigentlich zu kompliziert sind für den täglichen Anwendungsbereich. Und so war es dann irgendwann mal naheliegend, dass wir sämtliche RIPs, die auf dem Markt sind, kennengelernt haben und selbst eben im Druckertreiber auch viel rumexperimentiert haben und festgestellt haben, wenn wir auf Messen gewesen sind, haben mit Kunden gesprochen, dass die alle die gleichen Probleme haben. Es ist relativ umständlich und kompliziert und wir haben noch eine andere Lösung, da geht es um die Reproduktion von Kunst, wo wir in Kiosk-Applikationen, in Posterläden die Möglichkeit bieten, dass vor Ort die Bilder für den Kunden gedruckt werden. Und das war ein System, was ganz einfach in der Bedienung sein musste, damit es eben jemand, der eigentlich mit Computern nichts zu tun hat, bedienen kann. Und diese einfachen Bedienschritte haben wir dann irgendwann mal überlegt zu übertragen auf den üblichen Computer, den die Leute zu Hause benutzen oder eben auch die professionellen Anwender in Laboren, also auf den Mac und auf den PC. Und so kam das zustande. Rausgekommen ist dabei eine Lösung, die nennt sich Mirage und die wollen wir euch heute mal vorführen. Der ein oder andere von euch hat die vielleicht schon, wenn er sich einen Drucker gekauft hat, denn die Software, das kann man so sagen, ist für so gut befunden worden von Canon und Epson, dass es die häufig in Bundles mit dem Drucker gab. Viele Leute haben die vielleicht übersehen oder wie man das halt so macht. Ich lege die CDs, DVDs immer weg, wenn ich irgendwie ein Produkt kaufe, weil ich denke, im Internet kriege ich das oder mein Rechner zieht sich den Treiber Aber das ist schon schick, was ihr habt und das wollen wir euch heute mal vorstellen. Vielleicht der ein oder andere, der die gleichen Erfahrungen hat, dass es mit dem Drucken ein bisschen kompliziert ist, wird nachher nochmal in seine Kiste gucken oder sich dieses Programm mal holen. Zeigst du uns mal, was ist Mirage? Genau, ich würde vielleicht gerne erstmal kurz damit anfangen, dass ich euch erkläre, was wir im Prinzip haben. Wir haben nämlich einmal eine Lösung, die es ermöglicht, dass man ohne anderes Programm, also zum Beispiel ohne Photoshop oder Photoshop Elements, InDesign oder Illustrator drucken kann. Das ist die Mirage Standalone-Lösung. Darüber hinaus haben wir eben auch Plugins, die direkt nativ in den Programmen arbeiten. Also wie gerade schon erwähnt, in Photoshop, Photoshop Elements, das ist natürlich für die Foto-TV-Schauer das Wichtigste. Aber darüber hinaus für die Leute, die im kreativen Bereich noch unterwegs sind, zum Beispiel mal einen Kalender selbst erstellen oder ein Fotobuch selbst erstellen wollen, dann ist eben für Illustrator und auch für InDesign jeweils ein Plugin da. Ich zeige das Ganze jetzt einfach mal
mal basierend auf der Standalone-Lösung, aber Mirage ist immer gleich, egal in welcher Applikation man sich befindet, also ob nun aus Photoshop heraus oder aus InDesign oder eben jetzt mit der Standalone. Was ich hier habe, ist einen kleinen Ordner. In dem Ordner könnt ihr sehen, sind mehrere Bilder, in mehreren Unterordnern sogar, und ich nehme einfach mal diesen Ordner und ziehe den auf die Mirage-Applikation. Windows und Mac, also wenn ihr keinen Mac zu Hause habt, keine Sorge, es ist Windows und Mac verfügbar. Und jetzt habe ich hier halt insgesamt 8, 9 Bilder geöffnet. Das wäre jetzt in Photoshop schon eine große Herausforderung, die alle gleichzeitig zu drucken. Im Prinzip geht man dann her, man legt ein neues Stück Canvas an, also eine neue Arbeitsfläche, und kopiert die einzelnen Bilder auf diese Arbeitsfläche drauf. Ein sehr aufwendiger Prozess. Bei Mirage ist das viel einfacher. Ich habe eben jetzt meine neuen Bilder geöffnet und fange mal hier oben an. Ich sehe gerade, das Logo hängt da drüber, deswegen schiebe ich das Fenster mal zur Seite. Als erstes wähle ich den Drucker aus, mit dem ich arbeite. Und hier unterstützen wir im Prinzip alle Canon- und Epson-Drucker, die zurzeit auf dem Markt sind. Ich wähle jetzt mal hier einen Drucker aus, den vielleicht viele von euch haben. Nee, kann ich noch gar nicht, ist nämlich nicht da, den 3880. Also nehme ich mal den Epson Stylus 4900, auch ein A2-Drucker. Als nächstes wähle ich aus, auf welchem Bedruckstoff ich drucken möchte. Und hier liefern wir zunächst mal alle Medien mit, die es von den Standardherstellern gibt. Ich wähle jetzt mal hier ein Fotopapier aus, in semiglänzend 250 Gramm. Da möchte ich mal ganz kurz einsteigen und sagen, du machst das hier jetzt so beiläufig, ich wähle mal eins dieser Papiere aus. Wer aber selber druckt, der kennt das. Ich habe mir eine neue Box Papier gekauft. Jetzt gehe ich auf die Seite des Anbieters, lade mir von Teco das neueste so-und-so Papier, den Treiber oder wie nennt man das, Profil runter. Installiere es in einem Ordner, sage Photoshop, es gibt dieses Papier, oder sage dem Druckertreiber, es gibt dieses Papier. Ja, im Prinzip dem Betriebssystem. Und der Druckertreiber schaut dann im Betriebssystem, was gibt es für Profile. Ja. Also das, was du jetzt gerade in 2 Sekunden gemacht hast, ist normalerweise ein Vorlauf von schnell mal einer Viertelstunde, bis man überhaupt an dem Punkt ist, dass das Papier da ist. Ja, ja, da gibt es noch mehr Strickfallen. Also einmal muss man, Fallstricke, man muss einmal die Profile herunterladen. Ja, Strickfallen, das ist ein ganz gutes Thema, finde ich auch. Demnächst auf TV umgeht die neuen Strickfallen. Ja, genau. Verlorene Maschen. Also man geht normalerweise her und lädt sich einmal das Profil runter, das muss man dann eben im Betriebssystem in der Regel hinterlegen, aber der zweite Schritt ist, man muss noch wissen, auf welchem Basismedium denn dieses Profilblatt angelegt wurde. Und dann geht die Suche los. In vielen Fällen muss man bei den Herstellern sehr, sehr genau nachschauen, wo finde ich denn überhaupt jetzt die Information, dieses Profil, zum Beispiel für das Teco glänzende Papier, basiert das jetzt auf dem Epson Fotoglänzen oder auf dem Epson Fotolaster, und wenn dann auf dem 260 oder auf dem 170 Gramm. Das sind Informationen, die muss ich mir zusammensuchen und dann eben dementsprechend im Druckertreiber einstellen. Bei uns ist das relativ simpel. Zunächst einmal für alle Epson, oder wenn man die Canon-Version hat, für alle Canon-Drucker liefern wir die Papiere mit, die der Hersteller selbst anbietet. Aber auf unserer Webseite gibt es zu den meisten namhaften Herstellern, Hahnemühle, Casson, Teco und so weiter, eben Medienpakete. Die kann ich einfach runterladen und mit einem Klick habe ich dann alle Papiere dieses Herstellers installiert. Das ist also sehr, sehr simpel. Und selbst wenn man das nicht hat und man hat eben ein eigenes Profil, auch das Einbinden von einem Profil ist bei uns wirklich sehr simpel. Aber das Entscheidende ist, nachdem ich den Drucker und das Papier ausgewählt habe, ist damit mein Farbmanagement eigentlich erledigt. Ich brauche mir irgendwie nichts mehr Gedanken machen, weil durch die Auswahl des Papiers und des Druckers eben ein genaues Profil hinterlegt wird. Ich erinnere mich an Einstellungen im Druckertreiber, wo man die Dicke des Papiers all diese Dinge sind bei uns erledigt. So Korrekturfaktoren, wie viel Tinte aufgetragen werden soll. Das braucht man hier alles nicht mehr machen. Dann kann ich letztlich noch wählen, ob ich mein Bild in einer normalen Auflösung, in einer schnellen Auflösung als schnellen Druck oder in einer sehr hohen Qualität ausgeben möchte. Standard im Übrigen für die Benutzer sollte sein 720 x 1440. Das reicht in der Regel allemal aus. So, nachdem ich das ausgewählt habe, kann ich mich jetzt komplett um den kreativen Teil kümmern. Ich müsste noch vorwählen, je nachdem welchen Drucker ich habe, wo kommt mein Papier her? Habe ich eine Rolle geladen oder habe ich ein Einzelblatt geladen? Und wie breit ist dann die Rolle oder wie groß ist das Einzelblatt? Ich wähle jetzt hier mal 17 Zoll als Rolle vor. Ich könnte auch A3 Plus Bogen vorwählen. Aber jetzt habe ich alles erledigt und jetzt kann ich mich um die kreative Arbeit mit meinen Bildern kümmern. Zunächst einmal fällt auf, dass die Bilder alle eine gewisse Größe haben. Und zwar werden die Bilder in Mirage immer in der Größe geöffnet, die sie im Original haben. Das sind alles jetzt 10 x 15 Bilder. Ich kann also hergehen und entweder für eins oder für alle Bilder beliebig die Größe verändern. Ich nehme jetzt mal einfach nur eins und sage, das möchte ich gerne auf eine Breite von 21. Und dann sieht man es hier gleich oben. Das oberste Bild hat jetzt eben die gewünschte Größe. Die Verwaltung meiner Bilder mache ich hier unten in diesem Fenster. Das nehme ich mal eben aus dem Normalen raus. Und hier sehe ich jetzt also einen Überblick über alle Bilder,
die vorhanden sind. Und ich könnte zum Beispiel auch hergehen und sagen, ich wähle alle aus und gebe allen eine neue Größe von mir aus 21 Zentimetern. Was Mirage macht, ist automatisch die Bilder wieder so anordnen, dass möglichst wenig Papier verschwendet wird. Denn gerade in diesem Medienbereich Foto und Feinart sind die Papiere ja relativ teuer und wir wollen dem Kunden da helfen, ein bisschen was zu sparen. Jetzt kann ich aber noch zu dem hergehen und zum Beispiel sagen, dieses Bild mit dem Kind hier, das soll die Oma kriegen. Davon brauche ich mehr als einen Abzug. Gehe ich her und mache einfach mal 5 Abzüge davon. Und jetzt habe ich 5 Abzüge. Nun gehe ich noch her und sage, aber Oma hätte das gerne eine Nummer größer. Nicht 21 Zentimeter, sondern ich mache das jetzt mal 30 Zentimeter groß. Jetzt habe ich insgesamt von dem Bild also 5 Kopien. 3 in 21er Breite und 2 eben in 30er Breite. Das sind jetzt alles Funktionen. Du bist, glaube ich, in eine Richtung gelaufen, die sich daher ergibt, dass ihr sehr viel für große Druckstudios arbeitet. Du hast Rollenpapier und alle diese vielen Bilder verwendet. Genau. Jetzt machen wir das mal mit einem Bild. Ich wollte einfach nur zeigen, also der Druck mehrerer Bilder gleichzeitig ist sehr, sehr leicht möglich. Jetzt nehme ich mal ein anderes Bild und dann kommen wir mal in den klassischen Fotobereich rein, wo man eben, wo habe ich denn hier einen Ordner? Den kann ich, glaube ich, nehmen. Nee, der war's nicht. Du suchst größere Bilder, oder? Ich suche einfach irgendwas, was ein bisschen nett aussieht auf eurem schönen großen Bildschirm, damit es eben Sinn macht. So. Nehmen wir mal einfach das hier. Ist jetzt kein Kunstfoto im klassischen Sinne, aber ich gehe jetzt mal her und wähle mal Blatt aus. Das ist ja das, was viele Fernsehzuschauer annehmen. Und ich nehme dann mal als Größe A3 Plus. Und jetzt habe ich hier ein Bild, das kann ich zunächst mal beliebig auf der Arbeitsfläche verstellen, aber ich möchte es zunächst mal drehen. Mirage hat das jetzt automatisch gedreht wieder, um eben Platz zu sparen. Also gehe ich her und sage ungedreht, dann kommt es wieder hochkant. Und ich kann zum Beispiel ganz einfach mit einem Klick sagen, mach mir das einfach so groß wie möglich auf diesem Papier. Jetzt habe ich es mir anders überlegt und sage, nee, ich möchte aber eigentlich hier noch einen 4 cm Rand umlaufend haben. Das war jetzt ein bisschen viel für das Bild, vor allen Dingen, weil ich auf In stehen habe hier. Bleiben wir mal bei 4 cm. 4 cm umlaufenden Rand. Und jetzt kann ich das Ding im Prinzip ausdrucken. Jetzt fehlt mir natürlich noch die wichtige Information, wo schneide ich das nachher aus, um auf die richtige Größe zu kommen. Dafür haben wir natürlich auch was vorgesehen. Und zwar kann ich hier einfach bei den Markierungen vorwählen, dass ich gerne Schnittmarken hätte. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir Schnittmarken machen, dann kennt ihr die bestimmt alle. Das sind diese Schnittmarken, da macht man einen Schnitt zum Beispiel von oben nach unten und die anderen sind fort. Das bringt natürlich nicht viel, deswegen haben wir aus der Praxis kommend gesagt, wir machen da andere Schnittmarken, nämlich die innenliegenden. Hier kann ich einfach mit einem Schnitt oder sogar, wenn es jetzt zu Hause gemacht wird, habe ich oftmals gar keine Schneidemaschine. Dann nehme ich vielleicht besser die Umrandungsschnittlinie, um es einfach mit der Schere ausschneiden zu können, um es dann noch möglichst präzise hinzubekommen. Also so Kleinigkeiten aus der Praxis heraus, die wir da anbieten. Diesen Rand, den ich jetzt angelegt habe, den kann ich natürlich auch noch farblich gestalten. Ich kann dazu hergehen und eine Farbe vorwählen, beliebig aus der üblichen Farbpalette, wie man sie kennt. Oder aber, wenn ich möchte, dass der Rand zum Bild passt, nehme ich einfach die Lupe und wähle mir eine Farbe aus, die ich denke optimal zu meinem Bild passt, und fertig. Das geht alles so rasend schnell, aber ich glaube, wer das schon mal gemacht hat und versucht hat, solche Funktionen, zum Beispiel Schnittmarken, mal eben in Photoshop anzulegen, der weiß, dass man da ganz schön rumfrickelt. Und das ich hatte gerade so ein Aha-Erlebnis, ich arbeite jetzt selber seit einigen Monaten mit der Software. Ach ja. Allein die Schnittmarken, dass man da auf die Idee kommt, das innengerichtet zu machen. Du hast recht, diese blöden Schnittmarken, die nach dem ersten Schnitt dann wegfallen. Ich frage mich immer, wer hat das eigentlich je erfunden? Ja, das hat einen Hintergrund. Und zwar hat man eigentlich diese Schnittmarken genommen, um bei diesen automatischen Stanzmaschinen, wo dann eben 1000 Blatt auf einem Stapel liegen, mit so einem riesen Messer werden die dann abgeschnitten, benutzt man diese Schnittmarken, um mit dem Laser oder früher mit einer Linie einzustellen, von wo bis wird geschnitten. Dann merkt man sich diese Einstellung und gibt den zweiten Wert ein und dann legt man den Stapel ein, macht einen Schnitt, nimmt den Stapel raus, dreht ihn rum, dann weiß die Maschine, was der zweite Schnitt ist. Aber für die Praxis, also mit dem Lineal was auszuschneiden auf einer Schneidmatte oder eben mit einer kleinen Schneidemaschine, taugen sie halt nicht. Ja, und das sind eben so Dinge, wo ich sage, wir machen seit 21 Jahren nichts anderes als Großformatdruck. Da haben wir eben unsere eigenen Erfahrungen gemacht, was eben sinnvoll ist und natürlich auch von vielen Kunden gehört, was die noch gerne hätten. Und das bauen wir dann eben ein.
Wunderbar. Es gibt auch noch eine ganze weitere Palette an Funktionen. Ich glaube, ihr ahnt schon, dass sich da jemand viel Gedanken gemacht hat. Ist da noch was ganz Besonderes Wichtiges? Ansonsten sind die eigentlich fast selbsterklärend. Genau, das ist eben das Wichtige im Gegensatz zum Druckertreiber, wenn man aus Photoshop herausdruckt oder aus irgendeinem anderen Programm. Man hat immer die Schwierigkeit, dass man immer alles bezogen auf ein Bild macht und vor allen Dingen anschließend mit dem Finger im Nebel rumstochert. Es gibt zum Beispiel die Funktion im Druckertreiber Schwarz-Weiß-Druck. Und dann kann ich auswählen, ob dieser Schwarz-Weiß-Druck heller oder dunkler, kontrastreicher oder vielleicht Sepia getönt ist oder wie auch immer. Der Druckertreiber zeigt einem aber das Beispiel einer Geisha mit so einer kleinen Gitarre und so einer Porzellantasse im Vordergrund, also nicht an meinem Bild. Alles, was man hier bei Mirage sieht, ist erstens mal farbverbindlich, vorausgesetzt der Monitor ist kalibriert, aber egal welche Einstellung ich mache, ich sehe sofort, was das für meinen Ausdruck bedeutet. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Vorteil, weil wenn ich hier eine falsche Einstellung, also eine Einstellung gemacht habe, die eigentlich falsch ist für den Ausdruck, sehe ich das sofort. Ich verschwende eben kein Papier. Okay. Du hast bisher gezeigt, dass man Bilder einfach auf Mirage zieht. Du hast es eben schon erwähnt. Ihr habt bei Photoshop einen Automatisierungseintrag, der im Prinzip nichts weiter macht, als das Bild, was gerade offen ist, in Mirage zu übergeben. Ein Bild oder mehrere. Es gibt dann 2 Einträge. Ich kann ja mal kurz hier nochmal ein Bild aufmachen. Ich muss immer gucken, dass ich hier etwas nehme, was ich auch zeigen darf. Deswegen nehme ich mal diese Bilder einfach hier, öffne die jetzt mal mit Photoshop. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe. Es ist auf jeden Fall natürlich Macintosh und Windows. Also es ist, obwohl ich das hier nur auf dem Mac zeige. Und hier habe ich dann eben die Einträge und da kann ich sagen, entweder alle Bilder drucken, die im Moment in Photoshop geöffnet sind, oder eben das, was explizit gerade ausgewählt ist. Und dann, ab da ist es dann eben identisch mit dem, was wir eben gesehen haben vom Benutzer, von der Benutzeroberfläche. Was aber noch eine entscheidende Sache ist, es gibt ja häufig wiederkehrende Dinge. Zum Beispiel, dass ich ein Bild auf einem A3-Blatt ausdrucke im Hochformat in der Größe 13x18 und dann rechts und links oben den gleich breiten Rand habe. Und so ist meine Standardausgabe zum Beispiel für Fotoalben oder wenn ich eine Fotokassette habe, wo ich die Bilder nachher einlege, um sie präsentieren zu können. Die Funktionen, die es hier drin gibt, kann man nicht nur automatisieren, sodass ich einfach sagen kann, ich habe hier ein bestimmtes Setting und das wähle ich einfach vor. Kann ich also bestimmte Einstellungen speichern, also alles, was man einstellen kann, kann man speichern. Darüber hinaus kann ich das sogar abspeichern als sogenanntes Droplet auf den Schreibtisch legen. Und wenn ich dann zum Beispiel meine Bilder in Lightroom entwickelt habe und die sollen jetzt alle in diese Fotokassette rein, A3 Plus Bogen, 13:18, schön zentriert, dann kann ich diesen kompletten Ordner einfach auf das Droplet draufschmeißen und schon macht Mirage den Rest. Also vollautomatisch. Und das lohnt sich nicht nur für das eben angesprochene große Labor, sondern ist auch gerade für denjenigen, der jetzt zum Beispiel eine Hochzeit fotografiert hat im Freundeskreis oder der in der Natur unterwegs war und jetzt mal alle Bilder einfach als Kontaktbogen ausgeben möchte. Kontaktbogenfunktion haben wir drin, mit einem Klick eben 20 Bilder einmal auf A4 ausgeben, um kurz zu gucken, was ist wie geworden. Genau. Klasse. Also ich glaube, es wird deutlich, dass das enorme Zeitersparnis mit sich bringen kann, wenn man viel druckt. Dass es aber auch schon für das einzelne Foto in dem Gestrüpp von vielen Einstellungen, die man in Photoshop, im Druckertreiber und im Color Management macht, doch eine sehr, sehr griffige Sache ist. Genau. Ich hatte ja schon gesagt, viele Nutzer mögen das mit ihrem Drucker schon haben. Also auf jeden Fall mal nachgucken. Ja. Wenn man es nicht hat, kannst du was zu Kosten sagen. Und ihr habt sehr viele verschiedene Produktvarianten. So viele sind es gar nicht. Also es sind im Prinzip 4. Wir haben einmal wenn wir jetzt mal aus Epson beziehen, haben wir 4. Auf Canon haben wir sogar nur 3. Also es sind im Prinzip 3 verschiedene Produkte. Mirage an sich ist in der Funktion immer identisch. Es gibt also keinen Unterschied zwischen den einzelnen Mirage-Versionen, was die Funktionalität angeht. Wir unterscheiden dann einfach, welche Drucker hat der Kunde. Warum haben wir mehrere Pakete gemacht? Es gibt zum Beispiel Leute, die haben von Epson so einen Stylus 2080 oder einen Epson Stylus 3000. Ein Gerät, was im Laden so um die 600-700 Euro kostet. Da ist eine Software für 800 Euro einfach zu teuer. Und da haben wir gesagt, da gibt es eben, und damit fängt es an, 99 Euro eine Version plus Mehrwertsteuer, die für diesen Kundenkreis da ist und die heißt Small Studio Edition. Dann gibt es die 17 Zoll Edition, die kostet 249 Euro und die Master Edition 399 Euro. Alle Preise plus Mehrwertsteuer. Und damit sind wir eigentlich durch. Dann gibt es noch ein paar Spezialversionen für exotischere Drucker, die brauche ich aber hier nicht zu erwähnen. Das ist eher so im Bereich des Textildrucks zum Beispiel oder der Druckvorstufe. Wo ich glaube, dass die Leute dann auf der Webseite die Informationen finden, die sie brauchen. Also man kann sagen, es geht ab 99 Euro los und die Standardversion, die in deinem Kundenkreis hier sein dürfte, ist wahrscheinlich die 17 Zoll Version, also A3 Plus oder A2 und die liegt bei 249 Euro netto. Okay, also schaut euch das mal an. Es gibt Testversionen davon. Ich
muss euch warnen, wenn ihr damit einmal gearbeitet habt, so war es bei mir, man möchte das einfach nicht mehr entbehren, weil es ist... Ja, das ist wichtig, dass du das erwähnst, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Die 14-Tage-Testversion ist uneingeschränkt. Das heißt, man hat nicht ein Wasserzeichen, was blöde eingeblendet wird. Man arbeitet so, als würde einem die Software gehören für 14 Tage. Und dann würde es uns natürlich freuen, wenn es Ihnen so gut gefällt, dass Sie es anschließend kaufen wollen. Okay. Wer dann einen Drucker kauft, kann auch immer mal gucken, ob es das nicht im Bundle gibt. Das ist ein guter Tipp, glaube ich. Und ja, ich glaube, wir konnten ganz gut zeigen, was das alles kann. Sehr praktisch. Es nimmt einem vor allem Themen von der Backe, die eigentlich jetzt auch nicht so sexy sind, muss man mal sagen. Das stimmt. Eigentlich macht man ja Fotografie, um sich der kreativen Arbeit mit dem Bild zu widmen oder um anschließend den Leuten im Privatbereich eine Freude zu machen, weil man eben einen schönen Ausdruck hergibt, den man vielleicht noch toll verrahmt oder ähnliches. Aber die Technik interessiert viele Fotografen nicht und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg für unsere Software gewesen, dass eben viele Leute sagen, Technik muss nicht sein. Das Ding ist richtig viel im Einsatz. Ne? Gibt es offizielle Zahlen? Ja, wir sind bei deutlich über 50.000 Installationen jetzt weltweit. Okay, also demnächst vielleicht auch auf eurem Rechner. Heute war der Mann hinter der Software hier. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung. Und euch mehr Spaß demnächst beim Drucken vielleicht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.